Herzlich willkommen zur Curiotetes International. Und um auf den Namen zu kommen, sind wir jetzt ungewöhnlicherweise sehr international. Wir befinden uns im Goetheanum und wir haben wie gewöhnlich einen Gast. Und der Gast ist ich bin sehr geehrt, eine Aufnahme mit dich zu machen, Justus Wittig. Und wir werden uns entlang dem Weg bewegen. Was ist Goetheanum? Was ist Goetheanum für den Norden? Und ein bisschen auch persönliche Fragen. Ich heiße Alan Kornfeld und wie gewöhnlich sagen wir immer bei unserem YouTube-Kanal, das, was gesagt wird, das verantwortet jeder für sich. Wir repräsentieren nichts, obwohl es natürlich bei dir nicht so einfach ist. Aber wir versuchen auf jeden Fall, dass es persönliche Aussagen sind, nicht als Vorstandsmitglied oder sonst was, sondern als Justus Wittig. Und wir sind sehr froh über Rückkopplungen, über curiotetes@gmail.com oder auch sonst bei YouTube oder anderen Kanälen. Ja, insofern ist die Frage, die wir meistens unseren Gästen stellen, wer ist Justus Wittig? Das ist eine einfache Frage, nicht? Ja, vielen Dank für die Einladung und im Moment sind wir in meinem Büro im Goetheanum mit einem Bild eines Kollegen und Freundes aus Frankfurt, Stefan Krauch, im Hintergrund mit kräftigen Farben. Und das ist ein sehr hohes Büro, das sieht man jetzt nicht so, weil es im Goetheanum unter dem ansteigenden Publikumsrängen des großen Saals ist und deswegen ist das 7 Meter hoch. Und es ist aber vorwiegend auch ein Begegnungsort für viele, viele Konferenzen, weil wir als Goetheanum hier auf der einen Seite ein gewisses Zentrum sind für die Anthroposophie, ein Symbolum, ein Zeichen dafür, dass es die Anthroposophie gibt. Und auf der anderen Seite sind wir im 21. Jahrhundert immer mehr nur ein Punkt in der ganzen Welt, wo die Anthroposophie in vielen, vielen Einrichtungen und Initiativen und Persönlichkeiten arbeitet. Und das heißt, das Goetheanum muss sich wandeln von der Stelle, wo Rudolf Steiner tätig war am Lebensende und gestorben ist und von dem viel ausgegangen ist, aber auch Probleme ausgegangen sind. Und jetzt müssen wir einen Wandel vollführen. Wir müssen sozusagen ein Stück vom Hügel herunterkommen, weil die Anthroposophie ist in der Welt. Ja, und ich denke, das wäre vielleicht ein Thema am Anfang, speziell aus dem Norden. Wir haben ja ein altes Bild vom Goetheanum, denke ich, nicht so sehr vom Haus, sondern vom Inhalt. Ich empfinde, es bewegt sich sehr viel hier. Und könntest du da vielleicht ein bisschen so die Ansätze, die ihr hier habt, beleuchten oder erzählen? Also in deinen Augen, du bist ja der Älteste hier im Sinne von, wie lange du hier, aber auch Älteste tatsächlich. Wie lange du hier gearbeitet hast. Über 20 Jahre, ne? Nein, ich bin erst 2012 gekommen. Aha. Insofern sind es 11 Jahre. Aber es ist ja eine Änderung eingetreten. Bis 2011 hat der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft immer einen lebenslangen Auftrag gehabt. Ja. Ein bisschen wie in ganz seltenen anderen kirchlichen Zusammenhängen. Wenn man berufen war und gewählt war, dann konnte man nur krank oder sterbend aus dem Goetheanum wieder austreten. Und 2011 fanden wir das zusammen mit dem damaligen Vorstand an der Zeit, haben 7-jährige Perioden und ich bin in der 2. bis 2026. Und ich bin zum Glück in einem Moment ans Goetheanum gekommen, wo ein Wandel eingetreten ist, 2012, weil es gab eine Lähmung, das darf man so einfach sagen, oder ich sage das einfach so, zwischen dem Vorstand als Verantwortlichen und dem Hochschulkollegium als fachlich-sachliche Sektionsleiter. Und das hat man von Deutschland von außen nicht so gemerkt, aber es ging nicht voran.
weil es war immer, wenn jemand was wollte, initiativ, hat ein anderer blockiert und es war ein schwieriger Zustand und zum Glück hat die Anthroposophie eine Konfliktforschung hervorgebracht und eine Unternehmensberatung. Fritz Glasel war zur Hilfe hier und hat mit der Goetheanum-Leitung zusammen einen neuen Prozess in Gang gesetzt. Und der war was Besonderes und der hilft uns seit 12 Jahren, die Aufgabe zu bewältigen. Der Vorstand hat einen Teil seiner Verantwortung in die Goetheanum-Leitung gegeben und die Hochschulleitung hat einen Teil ihrer Aufgabe in die Goetheanum-Leitung gegeben und wir beraten überdeckend zusammen die Fragen und dann wird das Mandat erteilt an jemanden, der für was zuständig ist. Ja. Und dadurch ist das nicht mehr der Vorstand über oder die Goetheanum-Leitung, die Hochschule über, sondern es ist ein Zusammen, wo wir den Betrieb verantworten, die Anthroposophische Gesellschaft verantworten und die Freie Hochschule verantworten. Und das passt bei mir mit einem inneren Lebensprozess und Impuls zusammen. Und ich bin aber zum Glück in den Prozess hineingekommen und seitdem da, wo das schon eingerichtet war. Ich habe keine Frustration von vorher. Ja, toll. Aber es gibt ja auch eine dritte Abteilung, nicht wahr? Also der Campus. Betriebsleitung, ja. Das kommt noch dazu, dass wir dann als die Goetheanum-Leitung aus Vorstand und Hochschulleitung gut gearbeitet hat und nicht mehr gelähmt war, hat der Betrieb plötzlich gespürt, er ist irgendwie abgehängt. Und dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie man den Betrieb mit 200 Mitarbeitenden, wie man den zusammen näher an die inneren Motive heranbringt. Und da ist eine Betriebsleitung aus einem Goetheanum-Leitungsmitglied, einem Mitglied aus dem Betrieb, vom Empfang, unsere Rebecca Frischknecht und ich als Schatzmeister. Wir bilden die Betriebsleitung nicht im Sinne von Anordnung, sondern wir gucken überall, wo Sand im Getriebe ist und versuchen dann, das flüssig zu machen, weil die Abteilungen sind sehr selbstständig. Wir haben 35 Budgetverantwortliche in Goetheanum, die für ihre Budgetgruppe in den Ausgaben verantwortlich sind. Ja. Nur leider in den Einnahmen hängt es an mir mit. Ja. Und an euch, sozusagen an den Mitgliedsbeiträgen. Aber ich meine, da kann man ja schon eine dreigliedrige Aufteilung irgendwie erleben. Das, finde ich, passt auch vom Bild vom Goetheanum, dass es also diesen drei Teilen eigentlich gibt. Und wir haben ja jetzt gerade an diesem Wochenende eine Tagung gehabt über die Konstitutionsfrage. Das heißt, was ist der Ursprung des Ganzen? Weil da gibt es ja auch eine Vermischung, wo gehört was hin. Und da haben wir ja auch erlebt bei den Jahresversammlungen und anderen Treffen, dass es nicht ganz klar ist. Und das finde ich auch sehr gut von außen gesehen, dass man das erkennen kann, diese Dreiteilung. Ja, also da kommt meine alte Jugendbegeisterung von Jena zum Ausdruck, weil da haben wir als Mitteleuropäer, also ich in meiner Jugend, erlebt, wie ein geistiger Impuls eine menschliche Gemeinschaft mit ermöglicht hat, die in die Wirklichkeit eingreifen kann, architektonisch, ökologisch und in den Formen. Und das war im Goetheanum lange nicht so, weil wir da den Eindruck hatten oder jetzt drüber gesprochen haben zum wiederholten Male. Rudolf Steiner hat einen Griff gemacht 1924 in einer Notsituation der Gesellschaft, wo er selber die Verantwortung übernahm, wo dann eine geistige Stiftung oder sozusagen, dass die geistige Welt tatsächlich eine irdische Institution mitbildet in einer Menschengemeinschaft bis hinein in die wirtschaftlich-rechtliche Tätigkeit. Und du hast heute angemalt, sozusagen wie fast ein Kreuz, wo 4 Dinge zusammenkommen oder der Impuls, der aus dem Geistigen kommt, dann
der in die Wirklichkeit eingreift, und dann braucht es eine horizontale menschliche Ebene, an der man zusammenarbeitet. Und das ist nicht zu Ende gekommen, diese Gesellschaftsgestaltung. Die hat eine Vernebelung erfahren. Und wir sind aber immer, man kann immer was ändern als Menschen. Und wir sind an der Frage dran, wie kann man diese Wunde heilen und vielleicht noch eine bessere Sozialform für uns als Goetheanum hinbekommen, was auch unterwegs in vielen anderen Ländern und Institutionen wird immer wieder probiert, was man sozial machen kann. Wir sind ja einen Schritt da vorangekommen, es vielleicht aufzulösen. Und ich denke, es hat auch mit jeder einzelner Mensch zu tun. Also das heißt, welche Verantwortung schaffe ich zu übernehmen? Das ist ja auch eine Frage dann für uns, die zum Beispiel im Norden, aber ich denke auch in allen anderen Ländern, die Parsifal-Frage eigentlich zu stellen. Also wie kann ich helfen? Und ich denke, das ist natürlich aus einer Sicht finanziell, das ist sozusagen immer die Frage, aber dann entsteht ja auch in der Mitgliedschaft der Gesellschaft auch diese Frage. Also wie kann ich jetzt beitragen, so dass die anthroposophische Gesellschaft eine Weltgesellschaft sein kann? Also wie denkst du oder wie denkt ihr hier in Goetheanum über die Weltgesellschaft? Also da merken wir auf der einen Seite rein aus dem Phänomen einen Wandel. Wir haben etwa 1000 neue Mitglieder im Jahr, und wenn ich oder ein Kollege die Mitgliedskarten unterschreibt, dann können wir teilweise die asiatischen Buchstaben oder die slawischen nicht. Und wir unterschreiben kaum noch deutsche Mitgliederkarten, sondern ganz viel aus verschiedenen Ländern. In Mitteleuropa ist eine Abnahme der Mitglieder, 1–2% im Jahr. Extrem in Deutschland, das ist halbiert in 20 Jahren. Und in Südamerika, in Malaysia, in Taiwan, in den Ländern ist ein starker Zuwachs an Mitgliedern. Insofern haben wir schon jetzt nicht mehr vielleicht 60% deutsch sprechende Mitglieder und 40% andere, sondern es dreht sich um. Es ist mehr als die Hälfte, kann man sich auf Englisch verständigen. Und die Ländergesellschaften, 36 im Moment, werden wichtiger in dem Zusammenleben. Es gibt Länder, die Israel, die viele Mitglieder haben, aber noch keine Landesgesellschaft. Ist auch die Frage, es muss nicht national eine Gesellschaft sein, aber also die Regionen werden stärker. Und die ganze Anthroposophie macht so einen Durchgang durch. Sie kommt uns aus dem Norden, aus dem Süden und Westen und Osten wieder entgegen. Und Mitteleuropa ist ein bisschen alt geworden. Ja. Und das ist ja die Frage dann, bleibt das und wird diese Entwicklung weitergehen, dass die Anthroposophische Gesellschaft in 20 Jahren nicht hier ist, also jetzt mitgliedsmäßig, also zahlenmäßig, sondern woanders. Und also die Frage wird ja irgendwie, fällt auf die Hand, wie soll man das deuten? Oder warum wird das so? Oder was spricht den Leuten in anderen Teilen der Erde an und nicht hier? Ja, der eine Grundsatz ist ja, der Geist weht, wo er will. Und das heißt, wo Menschen ihn realisieren. Und ich kann nur sozusagen nochmal sagen, in meiner Jugend, also in Familiengründung, da war die Frage, wo wollen wir anthroposophisch tätig werden? Und wir hatten gerade erstes Kind bekommen. Ja. Und dann war eigentlich immer Jana das Vorbild, wo Leben und Arbeit und geistiger Impuls zusammen sind. Nicht
Büro getrennt, Familie getrennt, Zweig irgendwie getrennt, sondern ein Lebensimpuls. Also insofern, eigentlich haben wir was gesucht, meine Frau und ich, wie Jana. Ja. Und sind dann in Frankfurt gelandet. Und wo die Frage ist, die Anthroposophie geht von Zentren weg, wo draußen anthroposophische Gesellschaft steht, sondern geht irgendwo ins Leben. Und der Vorgang wird sein, dass das ist der Fall. Und das ist die Frage, ob wir in Dornach im Goetheanum wieder so ein Leben entzünden können, dass das ein gewisser Herzmittelpunkt ist. Aber wie man sieht an Jena oder früher Stuttgart, es gibt überall die Möglichkeit, dass Dinge aufblühen und da eine Art Zentrum entsteht. Ja. Wobei, ja, wenn es jetzt schwedischen Zuschauer sind, Jana ist ja ungefähr denselben Pfad runtergegangen wie Goetheanum. Also man erlebt ein gewisses Mangeln an Leben. Und wir sind ja auch sehr beschäftigt in Schweden mit dieser Frage. Also wie kann man es beleben? Ja. Und ich empfinde, dass es ähnlich ist wie hier. Ja, da hat sich was getan. Also als ich kam, haben wir dann Mitgliederabende veranstaltet und da waren alte Eurythmisten, über 80-Jährige dabei und die haben geschwärmt, wie das Goetheanum ein künstlerisches Leben war. 2 Eurythmieschulen, jede Woche eine Eurythmieaufführung in Konkurrenz, weil was die anderen machen. 600 Studenten am Goetheanum, ein reges, turbulentes Leben, in den noch bis in die 70er, 80er Jahre Schauspielertruppe fest angestellt, Eurythmiegruppe. So, und was sieht man heute? Wir haben noch eine Tischlerei auf dem Gelände, die noch was Künstlerisches macht. Sonst ist keine Ausbildung, die haben wir alle outgesourced und die sind eigenständig geworden, weil überall in der Welt Ausbildungen sind. Wenig Studenten direkt am Goetheanum, viele in der Umgebung. Aber mein Bild war, das intensive Leben ist eigentlich in die Welt gegangen. Und jetzt müssen wir eine neue Form finden. Und im Moment war das dann so, dass die Menschen eben zusammenkommen am Goetheanum. Und wenn die hier zusammen sind und man sie fragt, was ist das Goetheanum für euch, dann sagen sie, ja, das ist unser Zentrum, wenn wir da sind. Und dann ist weg und montags, Goetheanum ist leer. Ja. Die Frage ist, sind wir richtig? Und dann kommt wieder das nächste Wochenende und dann kommen aus allen Himmelsrichtungen Fachgruppen zusammen. Und wir müssen, glaube ich, das war unsere Erkenntnis vor 10 Jahren, den Hochschulimpuls noch stärker ergreifen. Der muss aus dem Goetheanum heraus sich auch wieder erneuern. Nicht nur in der Peripherie. Ja. Und da sind wir mühsam dran, Schritt für Schritt. Ja. Ich denke auch, dass das ist ja diese Dreiteilung. Also die Initiative kann ja eigentlich nirgends anders herkommen als von der Hochschule. Ja. Ich beziehe dann auch die Idee von Weihnachtstagung 1923, 24. Also diesen Einschnitt müsste ja hergestellt werden, wie auch. Ja. Und dann kann es sich verbreiten und auch einen gewissen Grund haben. Ja. Ich denke auch, das ist ja vielleicht wie in der Kirche fluchen, aber eigentlich ist ja der Campus oder der Konzern relativ reich, wenn man das Geld umsetzen würde. Und das ist ja auch eine Frage der Tradition. Also ich weiß ja, dass man fast alle hier in Dornach so empfinden, dass man eine Tradition verwalten muss aus der Vergangenheit. Und ich finde, das ist ähnlich wie bei der Konstitutionstagung. Also ist es möglich, da einen Schritt zu machen und relativ alltäglich, geschäftlich das Ganze anzuschauen. Ich weiß, dass es ein bisschen provokativ ist, aber du bist ja Schatzmeister. Insofern
ist der Gedanke ja nicht neu. Ich komme als Schatzmeister gleich auf das Thema, aber ich fange auf der anderen Ebene an. Wir hatten auch eine Altersschwierigkeit, dass sich auch die Hochschule von der Gesellschaft und vom Lebensfeld getrennt hatte. Es waren wie drei einzelne Richtungen. Und das hat sich jetzt auch erst seit etwa 20 Jahren wieder umgedreht. Wir müssen die Beziehung zwischen Hochschule und den Fachfeldern kommt jetzt erst langsam in Gang. Die Sektionen einige sind groß geworden, aber dass die mit ihrem Lebensfeld zusammen sind und den Hochschulaspekt dort suchen und verwirklichen, das ist noch relativ neu. Also, dass die Mediziner aus der Hochschularbeit heraus Impulse bekommen, dass die Landwirte, die lange mit der Hochschule wenig zu tun hatten, ihre eigene Arbeit an den Michaelbriefen gehabt haben, dass die sozusagen einen Hochschulimpuls wieder aufnehmen als Sektion. Also das ist stärker im Kommen und dadurch kommt auch allmählich wieder ein Zusammenhang zwischen dem Lebensfeld und der Hochschule zustande. Immerhin, jetzt kommt der Schatzmeister, zahlt zum Beispiel in Deutschland, wird für jeden Waldorfschüler pro Jahr 1 Euro. Wie viele schwedische Kronen sind das? 12. 12 schwedische Kronen pro Schüler pro Jahr gezahlt. Das ist eine wichtige Finanzierung und zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Lebensfeld Pädagogik und der Anerkennung, dass man von Dornach aus einen Impuls hat. Der ist nicht so groß, aber in der Lehrerfortbildung und stärkt sich in den Problemen, die man in der Pädagogik heute hat. Und insofern braucht eine geistige Impulsrichtung, wie Rudolf Steiner sie auf die Erde gebracht hat, braucht eine Art Hochschule, die diesen Impuls pflegt und fortsetzt. Weil der Willensimpuls der Anthroposophie in der Welt, der ist ziemlich ungebrochen und wächst. Aber der Erkenntnispol, sich damit innerlich auseinanderzusetzen und eine Golddeckung zu schaffen für das, was man tut, da sind wir eigentlich noch ziemlich am Anfang, auch nach 100 Jahren. Weil ich habe es ja auch so verstanden, und das ist ja relativ neu, dass man die Sektion so ansieht, zumindest von hier, dass es die Sektion, die pädagogische Sektion, die ist hier und hat Mitarbeiter in allen Ländern. Aber dass es ja im Prinzip eine Sektion ist, nicht eine Sektion in Schweden oder in den USA oder in Frankreich, sondern das ist ja auch ein Bild von dem, was du sagst. Also dass der geistige Einfluss oder Initiative von der Hochschule kommt, wobei das ja vielleicht nicht örtlich zu nehmen ist. Das wäre vielleicht der Unterschied dann, weil bis jetzt, glaube ich, auch in Schweden die Ansicht ist, dass die Sektionen örtlich sind und vielleicht sogar die Gesellschaft. Und da könnte man vielleicht ein bisschen was tun, auch angefangen mit Gesellschaft. Also es ist ja nicht so eine praktische Frage, sondern mehr eine Bewusstseinsfrage. Wo ist die Gesellschaft? Ja, weil die Einrichtung, die Pädagogik pflegt, ist autonom und regional und muss selbstverantwortet sein. Und die Frage, ich meine, sozusagen eine Gesellschaft zu bilden, hat einen Zeitgeistimpuls der kosmopolitischen Ausrichtung. Der war längere Zeit auch sehr regional, aber heute dass man sich wöchentlich in einem Zweig trifft, regional in einer Stadt, wird weniger. Die Menschen sind in einem Impuls und sind unterwegs und in der Welt. Also die sind nicht in der Lage, wöchentlich immer zusammenzukommen. Da sucht man neue Formen. Und die Hochschule müsste eigentlich, die ist nicht ein Verband mit Verbandspolitik, sondern die Frage, sie müsste bewusstseinsmäßig an der Spitze der Fragestellung heute sein. Wie ist der Einfluss der Technik auf die Pädagogik? Auf was müsste man stärken? Die Lebenskräfte der Kinder und so weiter. Das sind sozusagen übergeordnete Fragen, aber die müssten
Formen finden, wie sie auch örtlich gepflegt werden. Aber da ist ein ganz deutlicher, sozusagen geistiger, durchgehender Impuls. Das ist nicht einfach heute, ob man diese Gliederung, man ist gleich in der Autonomie unterwegs und arbeitet und man hat sozusagen einen Einschlag, der muss die Qualität haben, dass er wirklich so ist. Weil ich empfinde auch als so ein Punkt oder eine Umwandlung hier das Verhalten zu den sogenannten sozialen Medien. Also da wird ja auch ganz viel hier schon gemacht jetzt mit Goetheanum TV und vieles anderem, auch mit Online-Konferenzen und so. Glaubst du, dass das eine Zukunft hat oder ist das die Richtung? Naja, also Rudolf Steiner hat ja sozusagen mit der modernen Technik der Eisenbahn gearbeitet und hat dann zur Weihnachtstagung Telegramme empfangen und es gab einen Telefonanschluss und er fuhr das beste Auto der damaligen Zeit, weil ein heilpädagogisches Kind einen Vater hatte, der den Maybach baute. Das war das beste Auto der damaligen Zeit. Ja, immer noch vielleicht. Ja, ich will keine Werbung machen. Und das wurde ihm zur Verfügung gestellt und damit fuhr er zwischen Stuttgart und Dornach über die Schwarzwaldstrecke hin und her und schrieb im Auto für die nächste Klassenstunde. Man sieht es an der zittrigen Schrift aus den gepflasterten Straßen. Also er hat die Technik nicht gescheut. Anthroposophie kann jedes Medium nutzen, wie den Buchdruck. Und man muss natürlich wissen, mit was man es zu tun hat und das Medium nutzen. Und uns hat die Pandemie dazu gebracht, die verordnete Schließung des Goetheanums, dass wir aus dem Goetheanum heraus dann ein Studio aufgebaut haben, wo wir die Technik haben, kleine Videos und Filme zu entwickeln. Und wir sind da Anfänger. Aber es hat einen viel größeren Kreis gehabt und zu unserem Erstaunen durch immer noch schlechte Übersetzung Englisch einen viel weiteren Kreis bis andere Kontinente, die am Goetheanum teilnehmen konnten. Und plötzlich ist wieder eine neue Beziehung zwischen Goetheanum und Ländern entstanden, sodass eine Landesgesellschaft wie in Japan oder in den USA, die haben dann Videobesichtigung des Goetheanums gemacht. Ist jemand rumgegangen, gezeigt, ist ein Vorstandsmitglied getroffen, mit dem gesprochen. Und plötzlich man sah auf der anderen Seite die ganzen 600 amerikanischen Wohnzimmer, wo die Menschen saßen und fand sozusagen Kontakt zu den Menschen. Es ist was anderes, als wenn man das Goetheanum besuchen kann und die Atmosphäre hier wahrnehmen kann. Aber es ist eine Möglichkeit der Beziehung zwischen Menschen. Und man muss die Grenzen wissen, was damit möglich ist und was nicht. Und auf der anderen Seite können nicht alle Menschen, auch nicht alle Mitglieder im Leben des Goetheanum besuchen. Nein. Aus Kostengründen oder anderen Gründen. Und insofern müssen wir andere Medien mit nutzen. Und man könnte ja vielleicht wie bei Islam sagen, man muss mindestens einmal im Leben das Goetheanum besucht haben. Was schlägst du dann als Wortform von? So heißt es ja Hatschi. Man müsste dann einen Namenszusatz bekommen. Das könnte man vielleicht überlegen. Ja. Aber ich denke, das war ja auch bei dieser Tagung deutlich, dass es ja fast so viele Teilnehmer online waren wie hier. So, das scheint ja schon irgendwie richtungsgebend zu sein. Und für mich ist es ja wirklich deutlich, dass das eine ist, online könnte man ja bei vielem teilnehmen, aber ich würde das nicht für mich ausschließlich machen, sondern ich empfinde auch, dass es sehr wichtig ist, so zum Beispiel jetzt ein Gespräch zu haben. Ja. Das ist nicht vergleichbar mit online, sondern online für mich ist Ersatz. Ja. Aber wenn was anderes nicht geht, dann ist das zumindest besser als gar nicht. Absolut. Also insofern denke ich, man könnte das ausbauen.
Das ist ja für mich auch, also das, was wir ganz klein versucht haben jetzt mit diesem Podcast oder YouTube-Kanal, das ist dasselbe. Es ist ja auch für mich sehr ungewohnt. Jetzt habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, aber es ist gewohnungsbedürftig, bis man irgendwie das machen kann, so dass auch was anderes rauskommen kann im Gespräch als das Telefongerät. Ja. Das bedarf auch eine gewisse Schulung, denke ich. Für mich ist immer es gibt von Rudolf Steiner ja ich nenne das oft Testament, aber das letzte geschriebene Buch Anthroposophische Leitsätze. Zum Schluss ist das ist das letzte, was Rudolf Steiner geschrieben hat, oder eine der letzten Sachen. Die Beschreibung, wenn man in die Unterwelt, das heißt die elektromagnetische und so weiter Welt, dann bedarf es auf der anderen Seite, um den Gleichgewicht zu behalten, eine Bewegung in die andere Richtung, in das Ätherische. Und so denke ich auch, dass man ja erleben kann, dass das viele Widerstände, sogar bis in den Krankheiten oder andere schlimme Sachen, ein Moment ist des Erwachens, dass man daran erkennen kann, was man machen muss aus Gleichgewicht und nicht nur das eine hinzunehmen. So insofern denke ich, könnte man schon in diese Online-Welt eintreten, wenn man was dazu macht. Und das, denke ich, wäre vielleicht eine Aufgabe für die Sektion oder für Gerd Janum als solches. Also das ist ein Experiment, weil man merkt, man kann eigentlich, schwierig ist, sich zum Beispiel nur vor eine Kamera zu stellen und einen Vortrag zu halten. Wir setzen immer ein paar Menschen mindestens hin, damit man eine menschliche Ansprache hat. Dann kann man eigentlich nicht pathetisch sprechen. Eine Kamera hat ein sehr scharfes Auge, ja, und man muss eigentlich ein anderes Format finden, eben ein Gespräch oder so, wo man als Beobachter dabei ist. Ja, das denke ich auch. Also das ist auch die Art, die wir versuchen jetzt. Eben, wir sagen auch, weil wenn wir Gäste haben, wir sprechen eigentlich miteinander. Also das heißt, du und ich haben ein Gespräch. Es wird zwar aufgenommen, aber das, was geschehen ist das Gespräch. So eigentlich, die Beziehung ist nicht in dem Sinne zu der Kamera oder zu den Zuschauern, sondern das wäre vielleicht auch ein Weg. Ich habe auch davon Gesprächskultur jetzt gesprochen bei dieser Tagung, weil ich empfinde aus Erfahrung, dass das was anderes wird. Ja, ganz genau. Und da ist noch ein bisschen die Frage, was du zuerst gesagt hast, wie bereitet man so ein Gespräch vor? Braucht man da noch eine andere Art von Vorbereitung? Muss man noch, um die höhere Stufe zu erreichen? Und die andere Frage ist, bisher sind wir so zurückhaltend in mantrischen, esoterischen Fragen online. Aber auch da ist ein Lernprozess darin, wo man sieht, es geht auch eine inhaltliche anthroposophische Arbeit über Zoom oder irgendein Medium, wenn man in der entsprechenden inneren Haltung ist. Ja. Und ich denke, das ist ja wirklich wichtig hervorzuheben, dass diese Haltung, finde ich zumindest, ist ganz neu. Ja. Das heißt, um Vornehmes auszudrücken, ich empfinde die Haltung als michaelisch. Das heißt, man kann nicht von vornherein wissen, aber man kann probieren und dann kann man ja als Urteilsbildung dazu kommen, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aus Erfahrung, zumindest jetzt. Ja. Vielleicht probieren wir das in einem Jahr nochmal. Also, dass man nicht von vornherein ausschließt, dass das nicht geht, weil das kann man nicht wissen. Also das ist meine Erfahrung. Wir haben in den 90er Jahren empört abgelehnt einen Online-Zweig. Ein Zweig, der sozusagen, aber dann haben wir erfahren, das war ein Zweig von Mitgliedern, die in Gefängnissen in Amerika saßen. Ja. Und die hatten im Gefängnis die Anthroposophie kennengelernt, durften unter bestimmten Umständen Video benutzen und haben eine anthroposophische Arbeit gemacht. Außerordentlich sinnvoll. Ja. Aber heute ganz normal. Es gibt Arbeitsgruppen,
die über die Kontinente hinweg arbeiten, Ja. weil sie sich englischsprachig gefunden haben. Ja. Tolle Sache. Ja, Und für mich finde ich, da sieht man ja, dass das geht auch. das geht. Und für mich ist es vielleicht nur wichtig, es nicht schwarz-weiß zu sehen, dass ja, es soll alles online machen. Ja. Man kann Goetheanum abreißen oder wir brauchen keine Tagungen zu machen, weil es geht einfacher online. Ja. Also eben diese Abwägung, das hängt ja davon ab, wie oft kann ich hierher kommen und wie oft muss man was online machen. Ich meine, wir fragen uns in Bezug auch auf jetzt Mitglieder in Schweden oder im Norden, bringt es was, wenn wir Versammlungen veranstalten, wo man einfach zuschauen kann? Dann ist ein Sprachproblem vielleicht Englisch. Und bringt es was? Heute Morgen war dann plötzlich eine Stimme aus Stockholm, die fand ich vollkommen integriert in den Ablauf des Gesprächs am Bildschirm. Aber wie ist das mit Online-Abstimmung, Vorstandswahlen per Online? Und da ist die Überlegung, wenn man das in die Satzung hineinschreibt, dann kann man das machen. Und wir haben auch ein technisches System, aber bringt es was für die Menschen im Norden zum Beispiel, an so einer Sache mitzumachen? Ja, also ich würde sagen, wenn man es ganz pragmatisch oder praktisch anschaut, also wie viele kommen aus dem Norden jetzt zur Jahresversammlung? Ich denke, es ist nicht mehr als 10. Eine Handvoll. Ja. Ich würde zumindest sagen, dass es mindestens 50 sein werden. Mit online. Ja, mit online. Aber man müsste das ja natürlich auch im Lande vorbereiten. Ja. Also es ist eine gewisse Arbeit, Ja. aber ich glaube, einmal als Haltung würde man das als sehr positiv entgegennehmen, als eine Offenheit, einmal gegen den Medien, aber auch gegen den Ländern. Und daraus könnte was entstehen. Und legal, glaube ich, ist es auch wenig ein Problem, weil es wäre zumindest in den kleinen Ländern kein Problem für den Landesvertreter oder ein paar Leuten von der Gesellschaft zu identifizieren, alle die stimmen, ob die wirklich Mitglieder sind. Nein, das wird erfolgt technisch schon. Ja. Aber natürlich ist die Frage, was du vorhin gefragt hast, wir würden sehr schätzen im Goetheanum, wenn wir aus bestimmten Regionen auch Initiativen hätten. Mhm. Weil das ist eine Jugenderfahrung von mir aus den Jugendtagungen, die international waren, dass die Holländer und die Skandinavier waren ganz wichtige Punkte, um die Welt dabei zu haben, was direkt aus dem Deutschsprachigen nicht ging, sondern da brauchte man als Vermittler die Menschen. Und dann haben die Skandinavier Volkstanz mit uns gemacht und die Holländer haben gesungen oder irgendetwas. Und da merkte man, man bekommt noch eine andere kulturelle Vielfalt mit den menschlichen, seelischen Möglichkeiten aus den Regionen. Ja, also ich denke eben, so wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein Versuch wert. Ja. Weil schlimmer wird es ja nicht dadurch. Kann es nicht werden. Ja. Also es kommen ja nicht weniger dadurch, sondern eine größere Beteiligung. Ich bin relativ überzeugt. Da muss man trotzdem mit Vorbereitungen und so weiter sehen. Aber es wird bestimmt auch, meinetwegen könnte man ja sich vorstellen, eine Versammlung in Schweden zu machen, offline oder online, als Vorbereitung für gewisse Fragen, die dann auf der Jahresversammlung aufkommen. Es gibt, denke ich, verschiedene Möglichkeiten, das einzuleiten. Man müsste mehr vordenken, man müsste die Problemfragen aufbereiten und schriftlich haben. Also man kann nicht so improvisiert das machen. Ja. Weil ich denke, das wäre auch, apropos Gesprächskultur, dann auch eine Frage, Menschen im Norden zu haben, die sich mit dem Vorstand verständigen. Ein bisschen so laufend. Was sind das für Fragen? Weil ich nehme an, für euch kommen ja die Fragen, die ihr behandelt, auch nicht aus der Luft, sondern sind da meistens längere Prozesse. Also wir haben damit sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht, mit auch Menschen, die kritisch sind, dass wir Mitgliederforen eingerichtet haben nach der letzten Generalversammlung,
Und da war die Methode, dass man dann in Achtergruppen an Tischen sitzt. Und der eine Tisch hat sich die Veleda-Frage vorgenommen, wie stehen wir als Gesellschaft, als Hauptaktionär zu einer solchen Firma wie die Veleda. Die anderen haben gesagt, der Sprachimpuls ist verschwunden. Und das waren Probleme, die wir auch haben und die über Anträge nicht zu lösen sind. Ja. Und jetzt das 5. Mal saß die Gruppe zusammen und dann merkt sie die Schwierigkeiten und geht in die Komplexität rein. Und auf der anderen Seite ist man beteiligt und ist irgendwie. Und das haben wir auch mit einem asiatischen Forum gemacht. Die hatten völlig andere Fragen an die Gesellschaft. Und ich würde auch dass man die Verbindung zum Norden sucht an einer bestimmten Stelle, die den Norden interessiert. Ja. Das wäre eine wichtige Frage. Ich denke, das wäre die sozusagen Kommunikationsmöglichkeit. Ja. Einmal Fragen von hier zu schicken, was denkt ihr darüber? Ja. Und Fragen von dem Norden hierher zu schicken. Was ist bei euch los? Ja. Was wäre wichtig für uns? Ja. So, und das wäre vielleicht ein Ansatz zu überlegen. Ja. Weil wir natürlich auch mit Sorge tragen, wenn jetzt als Gesamtbewegung, wenn in Schweden Klinik geschlossen wird, wenn Probleme auftreten, dann ist in einem europäischen Land der Freiheit, dann ist das für uns ein wichtiges Geschehen und wir kriegen es mit, aber man müsste noch mehr, man hat manchmal das Bedürfnis, noch mehr zu hören. Was kann man machen? Ja. Und ich denke, das wäre möglich in dieser Art mit Gesprächskultur und vielleicht sogar online, weil jetzt ist das Problem, das empfinde ich auch, wenn ich hierher komme, dann ist es ja in deinen Augen vertrete ich Schweden, was ja in einem gewissen Sinne nicht wahr ist, sondern ich kann ja höchstens meine Umgebung vertreten. Ja. Es gibt viele andere Meinungen und die könnte man vielleicht so auffangen. Ja. Meinetwegen die Klinikfrage. Ich bin ganz sicher, wenn ich die Frage stellen würde in Schweden und Leute einladen, jetzt könnt ihr ihre Meinung dazu sagen, da würden sehr viele verschiedene Meinungen kommen. Ja. Das wäre vielleicht günstig. Und das wäre interessant für uns auch. Ja, genau. Ja, also wir nähern uns dem Schluss. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Gut. Weiß nicht, wir stellen immer sozusagen die Möglichkeit, ist was noch zu sagen, was wir nicht erwähnt haben, von dir aus? Ja, also meine Jugend war stark mit Jürgen Smith und Arne Klingburg und Herrn Liebendörfer und Franz Karlgren. Das waren sozusagen die Recken im Norden, die immer auch Vorbildwirkung hatten in ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit und in die Anthroposophie zu erklären anhand des Lebens. Und insofern würde ich mir immer sehr noch einen stärkeren nordischen Impuls an Goethe Arnhem wünschen. Und ich bin noch bis 2026, habe ich Amtszeit. Und dann hoffen wir, dass wir die nächsten Jüngeren mit dazu bekommen. Ja. Gut, wir haben 3 Jahre Zeit. Das ist sehr gut, sehr gut. Danke dir sehr, Justus, dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Danke auch. Grüße nach Schweden. Ja, danke. Ja.